Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Montag. Schauen wir wieder mal, was diese Woche unsere Wunschkraft aktivieren könnte. Denkt immer dran, die Karten, das sind so kleine Anleitungen, wie man am besten seine Wünsche umsetzt oder manifestiert, um die Sache einfach mal ein bisschen auch zu erhellen oder zu, ja, bereichern. Ich lege mal zwei hin, ihr könnt euch eine aussuchen. Unten haben wir für alle hier so diesen Flying Broom. Hier ist sozusagen der geschmückte Hexenbesen zu sehen, mit dem man dann den Dreck rausfegt. Ich habe das tatsächlich mal für eine Freundin von mir gezogen und die hat sich dann tatsächlich so einen Hexenbesen arrangiert und den halt geschmückt und behangen, und das ist wirklich so wie ein kleines Ritual. Ich habe auch einen, der ist vielleicht so groß und leider finde ich ihn gerade nicht. Ich habe ihn irgendwo hingestellt und das wollte ich mir auch mal vornehmen. Falls ich es fertig kriege, zeige ich es euch. Also mit dem Hexenbesen den Dreck hinausfegen und die Wünsche reinlassen. Und jetzt gucken wir mal, was die Karten sagen. Wo liegen die besten Tendenzen für unsere Wünsche diese Woche? Hier liegt gleich mal die Kombination für Lass dich überraschen. Also eine gute Woche für Überraschungen aller Art, Wünsche, die sich überraschend erfüllen, für neue Kapitel im Leben. Etwas nimmt Fahrt auf, bei dem wir vielleicht tatsächlich sehr viele Erfahrungen auch machen, unser Wissen gut einbringen können, uns belesen, Infos sammeln. Für einige ist hier eine Überraschungssache in der Liebe zu sehen. Möglicherweise eine neue Liebe, eine Wende in Liebesangelegenheiten. Wow, hier kommt tatsächlich das Neuverlieben. Das Neuverlieben kann man sich ja in eine Sache, in ein Projekt, in ein Tier, in einen Menschen. Man kann seine Liebe, das Neue, was man entdeckt, ja überall hin verstreuen. Hier ist auch eine gute Tendenz für so Prüfungen aller Art, ne? Oder für Kurse, die man belegt. Man findet irgendetwas, was man lernen will. Und für alles Berufliche. Eine Woche, wo sich auch Arbeit lohnt, in diesem Bereich, wo man sich etwas Wissen aneignet und dann damit was verdient. Möglicherweise hat irgendjemand eine Prüfung im beruflichen Bereich, einen Lehrgang, einen Kurs, ereignet sich etwas an, was eine Herzensangelegenheit ist. Das sieht auch so aus, als würde die Arbeit an allen Dingen hier Spaß machen. Ja, man geht so mit freudiger, leichter Energie in den Alltag. Man hat hier so dieses Ding, man kommt dem Geheimnis auf der Spur, man entdeckt plötzlich etwas, man hat Erfolge, die man einfährt, man lüftet ein Wissen, das man braucht, man trennt sich von ungeliebten Dingen. Man hat vielleicht so ein bisschen die Befürchtung gehabt, etwas endet im Verlust, aber wir haben hier dann tatsächlich die Fülle mit dabei, einen plötzlichen Geldsegen, irgendetwas, was Ernte einbringt. Aus dem Umfeld raus auch gute Energie, die
die Finanzen betreffen oder auch das Seelenleben. Man kann so gestärkt und im Vertrauen und so seinen Weg gehen. Man hat die Kraft, die man braucht. Was ich hier auch habe, das ist jetzt sehr speziell, aber das könnte hier durchaus sein, dass sich hier irgendjemand zeigt in deinem Umfeld, in deinem Kreis, der dein Liebesleben sehr beflügelt, der deine Seele sehr anspricht, der dich irgendwo auch wertschätzt oder überrascht, ja? Oder jemanden, den man wirklich total neu kennenlernt. Mit dem Buch in der Mitte zeigen sich auch immer Sachen, die man noch nicht so auf dem Schirm hat oder die man noch nicht kennt. Und am Ende haben wir hier die Veränderungen. Bedeutet für mich auch, wir haben hier eine Energie, die an sich Veränderungen mitbringt, die hilft, Wünsche umzusetzen. Hier vielleicht im beruflichen, finanziellen Liebesbereich, Lernen, Prüfungen, Kurse, also alles, was irgendwie so bereichernd ist, emotional oder auch finanziell. Man kriegt überall da Klarheit rein, wo man keine hatte, um sich sicher zu fühlen, wie man etwas erledigt. Es gehen einem neue Türen auf. Die Energie hier ist wirklich sehr schön gediegen und getragen und auch so mit den kleinen Glücksmomenten hier schön wahrzunehmen. Für einen oder anderen, die hier einen Chef haben, kann auch sein, es gibt hier irgendwie ein bisschen mehr Geld, Verhandlungen über Geld, finanzielle gute Ausgänge oder auch Überraschungen. Man ist schnell unterwegs, man hat so vielleicht auch Bewegungsdrang. Man darf mit plötzlichen Wenden auch rechnen. Guckt mal, die gesegneten Veränderungen. Hier kommen Veränderungen, die großen Segen mitbringen und die auch einen gewissen Schutz mitbringen. Das heißt hier, der Himmel schützt dich, deine Lieben und dein Eigentum. Also bei allem, was sich hier verändert, braucht ihr keine Angst haben vor Verlusten oder dass ihr irgendwo drauflegt. Hier zahlt sich etwas auch auf die längerfristige Ebene ganz gut aus. So, jetzt haben wir hier die 2 Karten. Sucht euch eine aus. Ich nehme diese hier. Und hier haben wir ein Kissen drauf. Und wir haben so dieses Ding, dass man genug ist. Hier kann man tatsächlich etwas kreieren oder gestalten, was hier 2 Ausrichtungen hat. Es könnte ja auch ein Schmetterling sein. Also überall, wo es 2 Hälften gibt, die man zusammenklappen kann. In diesem Fall ist es ein Kissen, ja, das man dann füllen kann oder gestalten und mit sich führen oder unter das Kopfkissen, aufs Kopfkissen legen. Und mit kommt dieses Gefühl, dass man tatsächlich genug ist. Auf der anderen Seite habt ihr das Einfrieren. Ich gefriere ein, was ich nicht länger brauche. Jetzt muss ich mal kurz ins Büchlein schauen, denn die Karte kenne ich nicht. Ich habe schon ein paar gezogen, auch die, aber die noch nicht. Und versuche euch das ein bisschen zu übersetzen. Also man soll aufschreiben, was unbequem ist oder wo wir uns nicht gut damit fühlen, auf ein Stück Papier, zusammenknüllen in einen Ball und tatsächlich in den Gefrierschrank legen. Das ist so eine Magie, die Dinge eingefriert, ne? Wenn man diesen Gefrierschrank legt, ja sowieso, und die irgendwie auch Traurigkeit wegnimmt und die wieder hilft, auch nach vorne zu gucken. Das ist ja was, das kann man wirklich auch umsetzen, ne? Das sind ja keine Dinge, die mit weiß Gott was für einem Aufwand oder Zeugs getrieben werden. Das ist sowieso nicht meins, sondern das muss machbar sein, ne? So, die Wünsche, die Sachen, die man nicht brauchen kann, einfrieren.
dann den Ball oder dieses gefrorene Ding nach außen tragen und spüren, wie man sich besser fühlt. Das werde ich tatsächlich auch mal probieren, obwohl ich die andere Seite gezogen habe. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Danke, dass ihr da seid. Es ist eine super Energie. Ich drücke euch. Bis bald.